Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine Kiste herstellt. Ich habe so eine Kiste gebaut für unseren Medizinschrank, wo die Kinder nicht ran sollen. Und ich habe keine Kiste vorher im Laden gefunden, die da genau reingepasst hätte, weil ich will natürlich möglichst genau die Größe von dem Fach haben, um keinen Platz zu verschwenden. Und ich wollte auch eine Kiste haben mit senkrechten Wänden, weil nur dann kann ich sie auch maximal ausfüllen. Die meisten Kisten, die ich gefunden habe zum Kaufen, die haben einfach von den Seitenwänden her noch so viel Platz weggenommen, weil die schräg waren oder so dicke Griffe oben dran waren. Sowas wollte ich alles nicht. Wollte ich mir selber bauen. Also habe ich so eine Kiste selber gebaut. Und dafür brauchte ich ja solche Röllchen für die Seite. Und wie man die genau herstellt, das zeige ich euch in diesem Video. Das hier ist ja der äußere Teil von dem hier. Also das, was hier ist, ist ja das, was hier fehlt. Und dadurch kann ich die quasi ineinander schrauben. So, bis es nicht mehr weitergeht. Und jetzt sehe ich auch, dass diese Kante ist komplett parallel. Oder so gut wie komplett parallel. Und dadurch konnte ich das schön ineinander schrauben. Jetzt ist es hier eine durchgängige... Ich habe das direkt verbunden. Ne? Und hier fehlt jetzt nichts. Weil das ja komplett ineinander greift. Also das ist jetzt überall gleichmäßig dick. Das ist schon echt cool. Und so kann ich mir Röllchen machen, die möglichst lang sind. So, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Und wenn ich die dann jetzt parallel hinlege, kann ich mir damit die Wand für mein Körbchen bauen. Ich möchte das als gerade Seitenwand haben. Das, was ich jetzt noch brauche. Ich muss erstmal noch ein paar Röllchen vorbereiten. Und dann die Seitenwände zusammenkleben. Ja, da habe ich einfach Bastelkleber. Einer bietet sich an, der eine möglichst spitze Tülle vorne hat. Ja, es gibt hier auch den letzten, die großen Röllchen habe ich mit diesem Uhu hier gemacht. Der hat eine dickere Spitze auf jeden Fall. Geht sicherlich auch, aber je dünner die Tülle, desto besser. Ich liebe diese Tülle. Hobbyline Bastelkleber. Ich finde den super. So, und dann erstmal natürlich wieder schütteln, dass das alles schön vorrutscht. Und dann... Wer Angst hat, legt sich was drunter. Ja, auf meine Schneidematte sollte ich wahrscheinlich irgendwann mal reinigen, wenn da der ganze Kleber drauf ist. Auch irgendwann muss man vielleicht mal die Stricknadel sauber machen, wenn man da ständig mit wenn der Kleber an die Finger kommt und dann geht man mit den Fingern an die Stricknadel, ne? So. Hier würde ich jetzt in meinem Fall, hier vorne wird es ja, dieses Ende wird ja immer schmaler. Ne? Da sieht man auch, es war nicht ganz gleichmäßig, die waren ein bisschen dicker geraten als die. Und das würde ich dann begradigen. Also meine Strecke ist ja jetzt nicht so lang. Meine Kiste soll unter 30,5 werden. Also sagen wir mal 30. Und da reicht mir das Stück. Ne? Also da werde ich hier vorne die Spitzen dann abschneiden. Und hier hinten, das reicht mir. Das schneide ich dann aber nachher am Fertigen ab. Ich klebe die erstmal zusammen. Ich klebe dann nicht, hier vorne gucke ich nicht, dass die zusammengehen, weil dann würde das ja so auseinandergehen. Sondern ich klebe einfach ab der geraden Strecke bis hier hinten. Und dann schneide ich dann nachher alle zusammen gerade ab. Auf die Länge, die ich brauche. Und dann versuche ich jetzt mit dem Kleber, ich räume mir das hier erstmal weg. Mit dem Kleber versuche ich jetzt hier vorne möglichst die Frontkante zu erreichen, und dann halte ich es fest. Und dann rolle ich mir dieses Röllchen daran. Flup. Dass das dann zusammenklebt. Und dann muss ich hier wieder diese Kante erreichen und dann rolle ich mir wieder das Röllchen ran, flup, und klebe das zusammen. Ja, beim ersten Röllchen kann ich noch ein bisschen nachjustieren, bei den nächsten geht das dann nicht mehr. Das ist auch egal, wenn da Lücken dazwischen sind, zwischen dem Kleber, also wenn der Kleber mal nicht ganz auf die ganze Strecke Kleber rauskommt. Das reicht ja, wenn es größtenteils abgedeckt ist. So, dann drücke ich das jetzt ein bisschen zusammen, um den Kleber auch so ein bisschen breit zu schmieren. So, und das muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen. In der Zwischenzeit mache ich schon mal weitere Röllchen. So, falls euch das noch nicht genug hält, kann man natürlich auch, also falls der Kleber nicht überall, kann man natürlich auch hier von oben in die Rille noch Kleber reinschmieren. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob das so hält. So, also die Kiste, die ich machen will, ist ja 30,5 mal 16,5 lang. Ich habe jetzt hier Seitenwände vorbereitet. Und zwar 2 lange Seitenwände und 2 kurze Seitenwände, indem ich eben die Röllchen so genommen habe. Dann hier meinen Bastelkleber dagegen geschmiert habe. Und dann habe ich immer das Röllchen so ran. Und dann flach auf den Tisch gehalten. Ja, und dann hier wieder den Kleber. Das war ein bisschen fummelig, das dann an diese Kante zu kriegen. Aber es ging eigentlich ganz gut. So mit Auflegen auf dem Tisch konnte man da eigentlich relativ gerade einfach drüber
rutschen. Und dann eben wieder das nächste Röllchen. Habe ich geguckt, dass es hier hinten halbwegs bündig ist. Also ganz gleich sind die ja alle nicht, ne? Und dann gegengeschoben. Und so habe ich das dann flach trocknen lassen. Und die sind, wie ihr seht, nicht alle hundertprozentig gleich. Wenn ich jetzt hier mal so ein Lineal gegenschiebe. So, ich schiebe die alle hier ans Lineal ran. Da sieht man, dass die sich hier hinten schon so ein bisschen unterscheiden, ne? Plus, minus, ja, 1 Zentimeter würde ich sagen. Etwa. 1 Zentimeter Spielraum haben die etwa. Und das habe ich jetzt festgestellt, ist alles im Rahmen. Das ist alles okay. Manchmal hatte ich festgestellt, dass ich sehr flach gerollt habe oder sehr spitz gerollt habe und dann wurde es sehr groß. Dann habe ich wieder aufgerollt, nochmal den Winkel verändert und wieder zusammengerollt und dann geklebt. Und das ist aber selten passiert. Meistens ist es schon so einfach direkt rausgekommen. So, also habe ich jetzt hier diese Seitenwände gebaut. 2 lange, 2 kurze. Die sind jetzt so 6,5 Zentimeter hoch. Vielleicht würde 28,5 passen, aber um sicher zu sein, dass ich es dann auch gut rein und rausschieben kann, gehe ich auf 28 Zentimeter. Erstmal nehme ich hier meine langen Wände. Das Lineal ist ja 30 Zentimeter lang. Also 28, das passt wunderbar, ne? Das passt da wunderbar in die Mitte. Wäre das knapp gewesen, also ich will auch hier vorne, sieht man ja diese Spitzen, ne? Die sind ja alle, die laufen ja alle so zueinander, aufeinander zu. Dadurch entstehen hier Lücken, ne? Wenn ich die langen Strecken gerade zusammenklebe, dann entstehen hier hinten Lücken. Deswegen wollte ich auf jeden Fall die Spitzen alle abschneiden. Und dann musste ich eben gucken, hier hinten ist es ja auch dieses weiche Ende, ne? Das will ich eigentlich auch wegschneiden. Also wenn ich länger gebraucht hätte als so, dann hätte ich noch ein Röllchen angefügt. Aber so passt das für meinen Zweck jetzt hier hervorragend. Und deswegen kann ich hier einfach schon mal anfangen. Gucken, bis wohin hier hinten. Ja, so würde ich auf jeden Fall mal abschneiden. So, und dann könnte ich das jetzt einfach wahrscheinlich anmalen und mit einer Papierschere lang schneiden. Das werde ich vielleicht mal bei der einen Wand probieren. Und bei der anderen werde ich aber ein Skalpell probieren. Und zwar habe ich mir hier mal so ein Bastelskalpell geholt. Das war jetzt von Systre Green. Oder ich hoffe, ich habe das jetzt nicht allzu schlimm ausgesprochen. Das werde ich jetzt hiermit mal probieren. Die nächsten Wände werde ich auch mal mit der Papierschere probieren. Mal schauen, was am besten funktioniert. Soll ja passen, ne? So. Hier muss man höllisch aufpassen, dass man... Manchmal habe ich auch dann das so gehalten und was anderes dann nebenher gemacht und mich dabei schon mal fies geschnitten. Muss man echt höllisch aufpassen. Das Ding ist sauscharf. Gut, das ging schon mal gut. Hier sehe ich gerade, das Röllchen ist steht ein bisschen ab. Ne? Da hat wahrscheinlich der Kleber das nicht so gut zusammengehalten. So, lassen wir das mal kurz trocknen. Dann mache ich mal die nächste Wand. Reicht schon. Also ab hier wird es schon fest genug. Hier merkt man schon noch, dass es sehr rein beult. Aber hier geht das schon super. Also so die Höhe reicht, dass man so ein bisschen abschneidet. So, mal hier lang. Ich lege hier das Lineal oben bündig an die Kante an, ne? So. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Papierschere, ne? Keine Stoffschere. Papierschere. Also das ging auch gut. Es hat ein bisschen gequetscht. Ich finde es ganz lustig, dass es hier vorne so bunt ist, wenn man da so reinguckt. Seht ihr das? Einfach die Röllchen, ne? Die hatten ja diese bunte Seitenfarbe. Finde ich schon lustig. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ihr müsst ja die Seitenteile dann entweder so oder so aneinander setzen, ne? Da gehen ja auch nochmal hier ein paar Millimeter weg. Und dann müsst ihr euch entscheiden, eins von beiden müsst ihr dann jetzt einen Zentimeter kürzer machen. Ich werde jetzt die langen Seiten auf 28 Zentimeter lassen und die kurzen Seiten entsprechend kürzen. Zweimal die Dicke. Das ist ein bisschen schade um diese schönen Spitzen, ne? Ich fand die echt ganz hübsch eigentlich. Könnte man so als Palisadenzaun, man könnte da auch ein paar mehr machen und da aus einem Palisadenzaun so die Seitenwände kleben, wäre auch lustig. Erstmal die andere lange trocknet noch. Die hier, ne, die lasse ich erstmal noch trocknen, bis ich die anderen alle zugeschnitten habe. Also, da hatte ich gesagt 16,5 tief. Daran hat sich ja jetzt auch nichts geändert, weil das Scharnier hat mich ja nur in der Breite eingeschränkt. Ich mache mal lieber 16, auch wieder um sicher zu sein, dass es gut passt. Ich habe ja gesagt, kleiner 16,5. Also mache ich 16 cm minus zweimal die Wanddicke. Also schneide ich wieder erstmal hier hinten ab.
Ich mache das jetzt nochmal mit dem Skalpell. Einfach nochmal zum direkten Vergleichen. Das dauert natürlich länger hier mit dem Skalpell da durchzugeraten als mit der Papierschere. Aber es scheint das für mich schonender durchzuschneiden. Vor allem, wenn ihr mit dem Kleber gespart habt, könnte es mit der Papierschere passieren, dass es die dann auseinander treiben will. 15. Und es ist natürlich auch genauer, ne? Weil wenn ich jetzt hier eine Linie anmale und dann mit der Papierschere, habe ich schon so ein Spiel von einem Millimeter. Wenn ich wirklich will, dass die Seitenwände alle gleich lang sind, das ist so schon genauer. Ja, natürlich nur mit einer Schneidematte drunter, ne? Oh, ich glaube, hier habe ich richtig viel Kleber benutzt. Das geht schwer durch. Okay, also Fazit, es kommt darauf an. Ne, also ich wollte hier mit dem Skalpell durch, aber das hat einfach... Ich bin nur bis ein paar Millimeter reingeraten. Bis hier etwa habe ich es geschafft mit dem Skalpell. Dann war es mir zu bunt. Ich glaube, an der Stelle sind einfach die Röllchen so dick. Und da habe ich wahrscheinlich so viel Kleber benutzt. Hier hinten sieht man schon, da ist deutlich weniger Material noch, ne? Also da sind die Röllchen, die Wanddicke ist hier wesentlich dünner als hier. Und deswegen musste ich jetzt hier mit der Papierschere durch. Da hatte ich mit dem Skalpell gerade keine Chance. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen zu versäubern hier, weil das ist schon ein bisschen schief geworden jetzt mit der Schere. So, gut. So, dann erstmal noch die Seitenwand. Hier außen kann ich wieder mit dem Skalpell schneiden. So, und hier mache ich es wie gerade eben. Ich will ja, dass die Wände möglichst gleich groß sind. Deshalb werde ich hier auch erstmal mit dem Skalpell die Linie vorarbeiten, um dann da mit der Papierschere lang zu schneiden. Aber das merkt man schon, da geht nichts rein. So, jetzt habe ich da die Markierung und dann weiß ich, wo ich lang schneiden muss. Das wäre natürlich, mit dem Stift hätte ich das jetzt auch machen können, aber da ich es bei dem anderen mit dem Skalpell gemacht habe, das Skalpell kann ja wirklich an der Schnittkante entlang schneiden. Mit dem Stift komme ich immer so einen Millimeter von der Kante weg, wo man malt, ne? Je nachdem auch, wie ich den halte. Und dann wäre meine Linie nicht gleich groß geworden, mein Schnitt. Die sind schon mal gut. So, jetzt gucken wir uns mal den hier an. Da hatten wir 28 cm gesagt, ne? Den anderen habe ich mit dem Stift angezeichnet. Das werde ich also hier auch wieder so machen. Einfach um meine Arbeitstoleranzen möglichst gleichmäßig zu halten. So, seht ihr das? Der Stift malt grob einen Millimeter tatsächlich neben dem Lineal. Einfach weil man mit der Front ja nicht so dicht rankommt ans Lineal. So, gleich. Supi. Dann habe ich die Seitenwände. Hier kann ich einfach nochmal die Klammer drauf tun, weil es noch nicht ganz trocken ist. Ich glaube, das hält schon genug, aber solange ich es noch nicht brauche. So, dann habe ich die Seitenwände. Und jetzt brauche ich einen Boden. So eine Seitenpappe. Die werde ich, glaube ich, doppelbodig nehmen, weil die sind ja auch so eine Wellpappe, ne? Die hat ja immer eine Knickwunschrichtung. Und die werde ich einfach mal gegeneinander verdreht benutzen, sodass sich die Knicke quasi so überlagern, ne? Dass die nicht so sind und dann knickt es wieder leichter in die eine Richtung, sondern ich habe es dann so. Also jetzt kommt, glaube ich, mein Skalpell wieder ganz gut zum Einsatz. Das wird auch mit einer Papierschere gehen, ne? Aber mit dem Skalpell kann man einfach genauer schneiden und vor allem direkt am Lineal entlang schneiden. Und dadurch, dass das ja auch so dünn ist, hier ist es gleich durch. So, Rest brauche ich nicht. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr die Wände auf den Boden draufstellen wollt oder ob ihr ihn an die Seite kleben wollt. Ich denke, es ist sowieso sinnvoll, von beiden Seiten Kleber ranzuschmieren, also so viel Kleber wie möglich im Prinzip, weil das ist ja dann, da ist ja die ganze Last dann drauf. Ne? Wenn ich von hier oben das draufsetze, dann, Achtung, Skalpell liegt offen, sollte man nicht machen, dann würde ich von hier Kleber reinschmieren und von hier Kleber reinschmieren. Wenn ich es außen ransetze, was ich glaube, was ich besser halten kann nachher, was nicht so, weil hier werde ich Probleme haben, dass es mir nicht so wegrutscht. Hier kann ich es einfach ranschieben an die Kante. Ich glaube, das kriege ich besser gehalten. Deswegen werde ich es eher so machen. Meine Seitenwände haben 28 cm Länge.
Ich will es außen an die Pappe dran tun. Und dann kommen ja hier die Seitenwände von der Seite dagegen. Die sind 5 mm tief. Also muss ich die Pappe auf 27 cm zuschneiden. Und von der Tiefe muss ich genau die Länge von den Seitenwänden zuschneiden, weil das sitzt ja einfach außen dran. Ne? Und das waren 15 cm. Also liegt mein Lineal schon richtig bei den 15 cm. Dann kann ich es hier auch direkt entlang schneiden. Ja, bevor ich das Lineal wegnehme, hebe ich den Rest hoch, um zu gucken, ob ich wirklich durchgeschnitten habe. Gut, dann machen wir das einmal. Mal gucken, ob ich das... Ach nee, ich muss das ja so rum jetzt rausschneiden. Deswegen reicht mir die Pappe jetzt nicht. Sonst wäre es ja zweimal in die gleiche Richtung. Aber ich wollte es ja verdrehen. Und deshalb brauche ich jetzt diese Pappe und muss mal gucken. So rum wäre gleich. So rum ist verdreht. Also ich brauche es so rum. Oder eben so rum. So, ich habe hier schon eine schöne gerade Kante, glaube ich. 27 und 15. Mal gucken, ob das ein schöner rechter Winkel ist auch. Ja, der ist hervorragend. Das ist ein guter rechter Winkel, den kann ich direkt benutzen. Also mache ich wieder 27 mal 15 cm. So, jetzt will ich als erstes diese zwei Platten miteinander verbinden, um einen stabileren Boden zu kriegen. Dann nehme ich wieder meinen Bastelkleber. Ich möchte es hier möglichst nah am Rand haben, allerdings ohne, dass es rausschmiert. Ich muss schon drücken, ein bisschen halten. Hier schmiert es schon ein bisschen raus. Ich glaube, dann nehme ich jetzt mal hier die Klammer für die 4 Ecken. So, ich habe hier meinen Klammerbeutel. Der ist super, oder? Den habe ich mal aus einer alten Jeanshose genäht. Ja, und dann kann ich mir das einfach um den Bauch hängen. Die ganzen Klammern griffbereit, das ist super. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das geht, sagt mir Bescheid. Schreibt es mir in den Kommentaren. Dann machen wir mal sowas zusammen. Ich pflaster das jetzt hier mit Klammern, weil ich hab's ja. So, dann müssen wir jetzt nur warten. Ich möchte auch tatsächlich die Seitenwände erst zusammenkleben, wenn ich sie an die Pappe drücke, weil ich ein bisschen Sorge habe, wenn ich die jetzt freihand zusammenklebe, dass es dann der Winkel nicht ganz hinkommt mit der Pappe. Ja, deswegen warte ich, bis das getrocknet ist. Ich denke, das müsste in der Zwischenzeit getrocknet sein. So, ja. Das ist eine recht stabile Platte geworden. So, dass mir hier kein Kleber auf den Tisch fällt, baue ich mir hier noch eine Unterlage. Ich hatte gesagt, ich will das von draußen rankleben, ne? So, dann ist mein erstes Ziel, so eine Wand hinzustellen und die hiermit zu verbinden. So, wenn ich die 2 Ecken erstmal habe, dann ist schon mal viel gewonnen, ne? Das heißt, ich klebe erstmal die Seitenwand hier ran, mache dann hier Kleber ran und hier Kleber ran und stelle die dann da ran. Dann brauche ich schon mal ein paar vorbereitete Kreppbänder zum Kleben. Dann mache ich mir einfach mal ein paar Schnipsel. Klebe die mir hier an den Tisch, dass ich die dann schnell griffbereit habe und nur noch eine Hand brauche. Ich glaube, ich mache erstmal hier, weil noch kann ich es so hochkant halten. Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Hier drüber und immer hier lang. So, dann will ich jetzt noch auch den Boden ankleben. Erstmal, jetzt habe ich ja die Crepes hauptsächlich an der oberen Kante festgemacht. Jetzt will ich noch unten welche ringsrum. Jetzt brauche ich nochmal 4. Und dann auch nochmal welche, die den Boden unten halten. So, die ersten haben mir nur bei der Stabilität geholfen. Jetzt mache ich die richtig schön fest dran, dass es sich richtig schön festzieht.
Richtig auf Spannung. Ich würde das Ganze hochheben, um es euch besser zu zeigen. Das tut mir jetzt hier ein bisschen leid. Aber, ne, liegt in der Natur der Sache. Dann fällt es mir alles auseinander. Ich justiere die nochmal, dass das hier richtig schön bündig alles ist. So, jetzt ist das schon mal so befestigt. Drehe ich es mal um. Genau, hier rutscht nämlich das rein. Ich mache das jetzt mal so. Und dann drücke ich gleich von innen die Pappe runter. Jetzt müsste es hier eigentlich auch runter sein. Und da klebe ich es aber auch nochmal. So. Und dann würde ich das Ganze jetzt nochmal mit Kleber sichern. Und zwar gehe ich die Kanten nochmal hoch. Hier sieht man schon, da hat sich der Kleber sowieso schon rausgedrückt. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr machen. Da kommt der Kleber raus. Hier aber zum Beispiel nicht. Ne? Also da werde ich schon nochmal mit Kleber lang gehen. Und auch die untere, innere Kante. Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ziehe. Und dann auch diese Kante. Natürlich nicht da, wo das Kreppband ist, aber die Strecken, die gehen, die werde ich jetzt machen. Und den Rest dann, wenn das Kreppband ab ist. Ich drücke dabei auch so ein bisschen die Pappe runter. Ich gehe mal noch ein zweites Mal runter, um den Kleber dann tatsächlich in die Ritze reinzuquetschen. Gut, jetzt müssen wir es erstmal trocknen lassen. Den Boden werde ich mit Acryl anstreichen. Ich glaube, die Seitenwände finde ich ganz lustig so. Aber den Boden werde ich mal mit Acryl streichen. So, der Kleber ist getrocknet. Und ich hatte hier in die Ritzen alles, wo es noch, wo mir noch zu wenig war, wo es noch so abgestanden hat, habe ich nochmal ein bisschen was reingeschmiert. Und ansonsten habe ich es einfach nur trocknen lassen. Und hier vorne hatte ich ja letztes Mal schon überall was reingeschmiert. Man sieht, wie schön durchsichtig das weggetrocknet ist. Das ist eigentlich ganz schön. Und die ist mächtig stabil, ne? Also dafür, dass die aus Papier ist, ne? Also hier, man kriegt so ein bisschen gewackelt, aber ich kriege auf jeden Fall nicht die Seiten zusammengedrückt. Das ist richtig stabil, fest. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt geht. Selbst diese Stellen hier halten auch sehr gut. Also ich glaube, ne? Also ich würde es vielleicht jetzt nicht als Wäschekorb benutzen. Vor allem nicht für die nasse Wäsche aus der Waschmaschine. Vor allem nicht in der Größe, aber sagen wir mal, man würde es größer machen, ne? Vielleicht nicht unbedingt, dass es so stabil ist, dass es richtig mehrere Kilos schleppen kann. Aber für mein Medizinfach ist es definitiv stabil genug. Also ich bin begeistert, wie stabil das ist. Ich habe im Keller tatsächlich auch noch so eine Rolle gefunden. Ich werde das jetzt mal hiermit probieren. Einfach nur, also an dem großen Tablett wird es sehr viel sinnvoller sein, ne? Hier komme ich mit dem Pinsel wahrscheinlich sehr gut hin. Ich möchte jetzt aber damit einfach mal ausprobieren, wie sich das so macht. So, ich glaube, das ist schon fertig so. Immer wenn man versucht, die letzte Macke rauszumachen, ne? Dann macht man immer die nächste Macke wieder rein. So. Ich glaube, ich finde das ganz gut so. Ich glaube, mir reicht das dann auch so. Man könnte natürlich noch eine zweite Schicht drüber machen, wenn man es noch deckender haben will, weil jetzt habe ich es ja... jetzt scheint ja noch dieses Pappbraun durch. Ich hätte erwartet, dass ich mehr Modder hier am Rand habe, aber wahrscheinlich, weil ich recht sparsam mit der Farbe umgegangen bin. Naja, da ist Farbe dran. Aber also man sieht es kaum, ne? Ich finde es okay. Man könnte es jetzt natürlich noch mit einem leicht feuchten Tuch noch abnehmen. Wie gesagt, das ist Papier, deswegen vielleicht nicht gerade mit einem triefenden Tuch.
Aber wer will, könnte da jetzt noch mit einem feuchten Lappen dran gehen und die Farbe wieder abmachen, solange sie eben noch feucht ist, wen das stört. Mich stört das jetzt nicht. Und wer möchte, könnte dann da eben noch eine zweite Farbschicht dann drüber machen, wenn es getrocknet ist, um das noch deckender zu haben. Ich überlege mir das noch. Es wäre natürlich vielleicht für die Haltbarkeit, falls mir da irgendein Medizinfläschchen mal ausläuft, ist es wahrscheinlich besser, je versiegelter das ist. Allerdings ist der Rand ja auch nicht versiegelt. Also ich glaube, ich lasse das dann so. Hier unten lasse ich das so, ne? Von unten, das ist unten. Ich werde es ja nur so benutzen. Wenn es getrocknet ist, schauen wir mal, wie es passt. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Schauen wir mal, ob es passt. So, alte Kiste raus. Und neue Kiste. Nein, na perfekt. Genug Spielraum. Es ist tatsächlich niedrig genug, um unter dem Scharnier zu sein. Aber das ist trotzdem nicht verkehrt, wenn hier was drin steht. Tue ich mal hier die Sachen rein. So, ne, wenn da sowas Hohes drin steht, dann will ich ja auch nicht, dass das am Scharnier lang schrabbelt. So, dann tue ich mal die restlichen Sachen da noch rein. So viel ist es gar nicht. So, das war's. Und ich finde, es macht sich hervorragend. Es ist genug Platz, dass ich es gut rein und rausschieben kann. Es ist stabil genug. Also die ganzen Sachen stehen da schön stabil drin. Und, jetzt kann ich auch endlich dieses kleine Ding da reinwerfen. So, das hat nämlich vorher, in der Kiste waren Löcher unten drin. Da hat's nicht reingepasst. Genau, jetzt passt da auch Kleinkram rein. Der fällt nicht ständig durch irgendwelche Löcher durch. Und deswegen, ich will auch hier mit der Farbe, ich finde, das ist ganz hübsch geworden. Also mir gefällt es richtig gut. Und dann, so, lasst mich wissen, wie ihr es fandet, ob euch das gefällt. Das ist jetzt genau passend für meinen Schrank. Also wenn was passt, dann das. Wenn ihr irgendwo eine Nische habt, wo ihr irgendwie schon länger eine Kiste sucht, die da hinpassen würde, probiert das mal aus. Ich bin begeistert, wie schön das funktioniert hat, wie stabil jetzt die Kiste ist, wie maßgenau man das machen kann, wie einfach das auch geht. Also ich bin begeistert. Und lasst mich wissen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich freuen, wenn ihr was mitnehmen konntet. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts Neues von den nächsten Projekten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!